Okay, ich begrüße euch alle zu dem neuen Video von mir und dieses Mal geht es wieder um Gleichungen, also die Reihe mit den Videos über Gleichungen und wie man diese lösen kann, ist noch nicht zu Ende. Ich habe euch ja schon ein bisschen versucht, die Methode der Substitution in dem vorherigen Video beizubringen. Jetzt werden wir uns beschäftigen mit einem sehr wichtigen Satz, und zwar Vietas Satz. Okay, ich habe es hier auf Englisch geschrieben, Vietas Theorem, kann man auch im Deutschen so benutzen. Okay, um was geht es dabei? Und zwar handelt es sich bei Vietas Satz um eine Abkürzung, wie man quadratische Gleichungen lösen kann. So mal hier am Rande bemerkt, Vietas Satz lässt sich auch verallgemeinern auf Gleichungen höheren Grades, also zum Beispiel kubische Gleichungen oder biquadratische Gleichungen, okay? Aber wie das geht, das zeige ich euch vielleicht in späteren Videos, aber hier soll es wirklich nur um quadratische Gleichungen gehen. Und wie schon gesagt, es geht hier um eine Abkürzung. Abkürzungen können entweder durch mathematische Methoden gemacht werden oder durch Raten. Okay? Und hier geht es wirklich um Raten. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber man kann diese Lösungen hier ein bisschen systematischer erraten und wir wollen es uns einfach mal anschauen. Okay? Also wie kommt man, was ist das überhaupt? Also der Ausgangspunkt ist die quadratische Gleichung. Man teilt diese durch a. Wichtig ist, dass hier a ungleich 0 ist, weil sonst würde der quadratische Teil wegfallen, wir hätten nur eine lineare Gleichung. Wir teilen durch a und haben dadurch x² plus b geteilt durch ax plus c geteilt durch a ist gleich 0. Okay? Ja, wie können wir das umschreiben? Also das ist x² plus dieses b geteilt durch a, das ergibt ja irgendeine Zahl. Diese Zahl will ich p nennen. Okay? Also das ist eigentlich, was ich hier mache, ist eine Substitution, dass ich nicht die ganze Zeit hier b geteilt durch a schreibe und c geteilt durch a, benutze ich neue Substitutionsvariablen, also ich habe x² plus px plus q und q ist einfach nur c geteilt durch a ist gleich 0. Meistens, wenn man den Satz des Vietas verwendet, auch wenn man quadratische Gleichungen löst, sollte man erstmal normalisieren, also das war das, was wir gemacht haben, dass hier nur 1 raus, also nur 1 vor dem x² steht. Wenn man jetzt die quadratische Lösungsformel anwendet, bekommt man zwei Lösungen, minus p plus minus unter der Wurzel p² minus 4q geteilt durch 2. Also das ist einfach diese minus b plus minus b² minus 4 mal a mal c geteilt durch 2 mal a Formel, also die wir schon aus den aus der quadratischen Lösungsformel kennen. Was hat jetzt Vieta rausgefunden? Also das können wir auch ganz einfach rausfinden, indem wir einfach mal diese Lösungen entweder addieren und das Vorzeichen davon ändern oder mal die beiden multiplizieren und schauen, was rauskommt. Und wenn man das macht, es ist nicht sonderlich schwer, dann sieht man, dass beim Addieren dieser Lösungen mit umgekehrten Vorzeichen dieser Wert hier rauskommt, dieses p, und beim Multiplizieren der Lösungen bekommt man q. Okay? Das sagt jetzt euch wahrscheinlich nicht viel, aber das, was da steht, ist eigentlich ein recht nützliches Mittel. Und zwar seht ihr jetzt hier, dass die eine Lösung, die wir haben, multipliziert mit der anderen Lösung, dieses q ergeben muss. Und die Summe dieser beiden mit einem negativen Vorzeichen, also wenn die Lösung 1 und 2 wäre, dann hätte ich minus 3 müsste dann hier stehen. Also es ist ein recht guter Weg, den wir hier uns damit eröffnen. Aber warum? Und zwar ist es der, wenn ich q kenne, kann ich dieses q auch in ein Produkt von zwei Zahlen zerlegen. Okay? Und unter der Annahme, natürlich mache ich das unter der Annahme, dass die Lösungen wirklich ganzzahlige Zahlen sind. Wenn ich diese nun habe, setze ich diese hier oben rein und schaue nach, ob die diese Gleichung erfüllen, also mit p. Okay? Wenn wir das so haben, dann können wir hier folgende Gleichung verwenden, und zwar a, das ist das, was wir vorhin geteilt haben, Klammer auf, x minus x1 mal x minus x2, Klammer zu, ist gleich, das ist sehr wichtig, a² plus bx plus c. Also man kann diese Formel hier umschreiben zu dieser. Ihr könnt es einfach mal ausmultiplizieren, wenn ihr dann diese Gleichungen noch zusätzlich verwendet, seht ihr, dass es tatsächlich stimmt.
Okay, also P mal A wird dann für euch B ergeben und A mal Q ergibt dann C. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Und zwar der nächste Schritt ist einfach mal, wir schauen uns Beispiele an. Also am meisten lernt man durch Beispiele und wirklich durch Übung. Wir schauen uns mal hier die quadratische Gleichung an. Also x² minus 1x minus 2 ist gleich 0. Wir können jetzt natürlich gleich die quadratische Gleichung verwenden und die da sozusagen als Lösungsformel hierfür verwenden und würden dann ziemlich schnell die Lösungen auch finden können, wenn wir wirklich routiniert sind. Oder wir sind heute ein bisschen faul und versuchen die Lösungen zu erraten. Dazu betrachten wir erstmal diese Zahl hier. Die minus 1 muss gleich minus x1 plus x2, also die erste Lösung plus die zweite sein. Und minus 2 muss gleich x1 mal x2 sein. Jetzt kommt die also das stimmt immer, also das ist immer richtig. Wichtig ist jetzt nur noch, dass wir hier ein bisschen uns rumschauen müssen, und zwar mit einer kleinen Annahme. Wir nehmen jetzt an, dass die Lösungen x1 und x2 ganze Zahlen sind. Also zum Beispiel minus 1, 1, minus 2, 2 und so weiter. Also 0 können wir hier nicht als Lösung haben, weil dann würde dieses Teil hier nicht vorhanden, also sonst müssten wir ja 0 erhalten. Okay? Also wir zerlegen sozusagen dieses Produkt und sagen, das minus 2 kann geschrieben werden als plus 1 mal minus 2 oder minus 1 mal plus 2. Stimmt's? Jetzt, wenn wir diese einfach mal reintesten, diese Werte, also zum Beispiel nehme ich immer jetzt plus 1 minus 2, ich bekomme plus 1 minus 2, ergibt minus 1, aber minus minus 1 würde mir für diese Gleichung hier ein plus 1 ergeben, also falsch. Also mit diesem Paar kann man diese Gleichung nicht lösen. Jetzt versuchen wir mal minus 1 und plus 2. Wir haben minus 1 plus 2, das ergibt uns 1 und mit einem Minus vorne dran haben wir minus 1. Das löst also diese Gleichung und diese natürlich logischerweise auch. Wir haben es ja genauso konstruiert, dass es lösen kann. Okay, also sind die unsere Lösungen x1 gleich 2 und x2 gleich minus 1. Also ihr könnt das jetzt nochmal zur Probe reinsetzen und ihr seht, es kommt auch wirklich das Richtige raus. Jetzt verwenden wir die Produktschreibweise und zwar 1, das ist der quadratische Koeffizient, mal x minus 2, das ist unsere erste Lösung, das ist immer x minus die Lösung. Also das vertauschen Schüler ab und zu, also das Vorzeichen der Lösung müsste sich dann hier in der Klammer ändern. Wie ihr das einfach überprüfen könnt, ob es richtig ist, wie ihr es geschrieben habt, ist einfach die Lösung mal reinsetzen und schauen, ob die Klammer gleich 0 wird. Zum Beispiel 2 minus 2 wird 0. Wenn wir zum Beispiel minus 3 als Lösung hätten, dann bräuchten wir ein plus 3, weil dann würde minus 3 plus 3 würde uns 0 ergeben. Okay? Also wir haben das hier und hier die zweite Lösung ist minus minus 1, also x plus 1. Wenn man das jetzt wieder ausmultiplizieren würde, würde man das, was schon am Anfang da stand, erhalten. Schauen wir uns die nächste Gleichung an. Und zwar x² plus 3x minus 4 ist gleich 0. Wir schauen uns erstmal die Koeffizienten an. Also das plus 3, das muss das minus die Summe der Lösungen sein. Und minus 4, das hier muss das Produkt der Lösungen sein. Und jetzt machen wir uns, also ihr fangt immer mit diesem Produkt an, also das ist der einfachste Weg, den ich euch vorschlagen kann. Und ihr versucht dieses Produkt, jetzt besser gesagt diese minus 4, als ein Produkt von zwei Zahlen zu schreiben. Und da könnt ihr entweder, also zum Beispiel 1 mal minus 4 wird eine Lösung sein, aber 1, also wir versuchen es mal, 1 und minus 4, 1 minus 4 ergibt minus 3, minus 3 ergibt 3. Also das wäre schon mal die richtige Lösung, aber wir machen es mal einfach übungsweise auch andere Zerlegungen, und zwar plus 2 minus 2. Okay, das würde ja auch wieder minus 4 ergeben. Das habe ich hier geschrieben. Und wir haben dann plus 2 minus 2, aber das ergibt hier 0, also das löst nicht. Wichtig ist also, sobald ihr eine Lösungspaar gefunden habt, ist es auch die tatsächliche Lösung. Okay, also x1 gleich minus 4 und x2 gleich 1. Wenn wir das wieder als Produkt schreiben wollen, diese quadratische Gleichung, haben wir 1
mal x minus minus 4, Klammer zu, x minus 1, Klammer zu. Okay, also ihr mögt euch jetzt vielleicht fragen, warum schreiben wir das jetzt denn eigentlich so komisch rum? Vorher hat es doch irgendwie einfacher ausgesehen. Also der Vorteil ist der, dass man, wenn man das sich jetzt hier wünscht, dass man das zum Beispiel durch x minus 1 teilt, dann könnte man das auf der linken Seite ganz leicht machen. Also es würde dann einfach wegfallen. Natürlich muss man dann annehmen, dass wenn wir durch x minus 1 teilen, dass x ungleich 1 ist. Aber man könnte es einfach machen. Auf der rechten Seite würde das nicht so einfach funktionieren. Wir werden zwar lernen, wie man das ohne diese Zerlegung machen kann, aber es ist immer gut, diese Zerlegung auch zu beherrschen. Okay? Also das, wie wir später lernen, ist die Polynomdivision, aber das soll euch jetzt erstmal noch nicht interessieren. Schauen wir uns das nächste Beispiel an, und zwar x² plus 5x minus 6 ist gleich 0. Schreiben wir uns wieder die Koeffizienten ab. 5 minus 6. Das minus 6 muss das Produkt der beiden Lösungen sein. Das plus 5 muss das Negative der Summe der beiden Lösungen sein. Okay, schauen wir uns mal an, wie können wir minus 6 schreiben. Wir können minus 6 schreiben als minus 6 mal 1. Probieren wir das mal hier aus. Minus 6 plus 1 ergibt was? Genau, minus 5, minus 5 ergibt plus 5. Also wir hätten wieder die Lösung. Also wir haben Glück beim Raten. Wir können auch andere mal erraten. Wir testen es jetzt auch mal einfach mal. Wir können zum Beispiel plus 2 minus 3 versuchen. Wir probieren das mal hier. Plus 2 minus 3 ergibt in der Klammer. Plus 2 minus 3 ergibt minus 1, genau. Minus 1 würde aber plus 1 ergeben, aber plus 1 ist nicht gleich 5, also das löst unsere Gleichung nicht. Wie schon vorhin gesehen, also unsere Lösungen sind x1 ist gleich minus 6 und x2 ist gleich 1. Wenn wir das als Produkt umschreiben, können wir das als a hier schreiben, das ist der quadratische Koeffizient. Und dann x minus 6, das gibt uns die plus 6 und x minus 1. Ist das. Zur Probe einfach mal einsetzen, dass dann 0 rauskommt und dann passt das schon so. Okay, also das wäre dann gleich x² minus 5x minus 6. Schauen wir uns jetzt mal die nächste Seite an. Okay, fangen wir hier oben wieder an. Und zwar ist da unsere Ausgangsgleichung die x² plus 4x minus 21. Okay? Das ist unsere Ausgangsgleichung. Wir schreiben wieder unsere Gleichungen auf. Die 4 ist ja gleich das Negative der beiden, also der Summe der beiden Lösungen, und die minus 21 ist das Produkt der beiden Lösungen. Okay, jetzt haben wir die 21 dastehen. Jetzt müssen wir uns anschauen, wie können wir 21 schreiben als Produkt von zwei Zahlen. Wir können es als plus 1 mal minus 21 schreiben oder als minus 1 mal plus 21, also das Vorzeichen, die Vorzeichen müssen hier unterschiedlich sein. Wenn wir das aber hier oben rein testen, also zum Beispiel plus 1 minus 21, das ergibt uns minus 20 und das ist viel höher als 4, okay, da braucht man gar nicht rumzurechnen. Wir könnten genauso minus 1 plus 21 versuchen, aber das wird eigentlich nichts Großartiges ändern, außer dieses Vorzeichen zu ändern. Darum auch nachteilig. Schauen wir mal, wie kann man das anders schreiben. Wir könnten es auch schreiben als 3 mal 7. Okay, also minus 3 mal 7 zum Beispiel. Wenn wir das mal hier reinsetzen, haben wir minus 3 plus 7, das ergibt uns 4, aber wir haben minus 4, ist gleich 4 dann stehen. Das passt also nicht. Versuchen wir mal mit anderen Vorzeichen, also 3 und minus 7. 3 minus 7 ergibt in der Klammer minus 4. Und wenn man das Vorzeichen ändern, bekommen wir genau 4. Das heißt also minus 7 und 3 wären ein Pärchen, also ein Lösungspärchen, was es wirklich löst, diese quadratische Gleichung. Und wir können das Ganze umschreiben zu 1 mal x minus 7, das ergibt uns wieder diese plus 7 und multipliziert mit x minus 3, Klammer zu. Und wieder, ihr könnt es wieder testen, indem ihr die minus 7 hier reinsetzt, es ergibt eine Klammer 0 und die 3 ergibt auch 0. Natürlich könnt ihr das auch einfach mal ausmultiplizieren, um zu schauen, ob das Richtige rauskommt, aber das sollte hier das Richtige rauskommen, okay? Einfach mal zu Übungszwecken könnt ihr das mal machen. Schauen wir uns jetzt mal die nächste Gleichung an. Vorher erstmal noch ein kleines Kommentar. Also wir haben ja die ganze Zeit angenommen, dass die Lösungen einer quadratischen Gleichung ganzzahlige Zahlen sind. Okay, also
alles von, also jetzt exemplarisch minus 8, minus 7 und so weiter, bis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Also das sind alles ganze Zahlen. Aber Tatsache ist, dass es eigentlich nicht immer sein muss. Wir schauen uns jetzt mal hier ein Beispiel an, in dem die Lösungen auch Brüche sind. Okay? Wir haben hier x² minus 10 geteilt durch 3x plus 1 ist gleich 0. Ihr seht hier schon was Komisches, und zwar hier ist es, wenn wir hier die Koeffizienten übertragen, ist minus 10 Drittel ist gleich minus x1 plus x2, okay? Jetzt ist aber logisch, dass x1, wenn das eine ganze Zahl ist und x2 auch, können wir nie und nimmer einen Bruch rauskriegen. Also da müssen wir mit etwas anderem arbeiten, außer ganzen Zahlen, und zwar vielleicht Brüchen. Wenn wir es auch hier anschauen, 1 ist gleich x1 mal x2. Okay? Das heißt also, diese Zahl multipliziere ich mit sich selber, also mit ganzen Zahlen würde es ja nur mit der 1 und 1 funktionieren, aber die lösen das ja nicht. Also 1, 1 oder minus 1 und minus 1 würde das lösen, aber das löst das obere nicht, also geht es schon mal nicht. Wie wir es weiter sehen können, ist, wenn wir 1, also wenn wir durch x2 zum Beispiel teilen würden, dann würden wir 1 geteilt durch x2 ist gleich x1. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, als dass die eine Lösung der Kehrwert der anderen Lösung ist. Also das ist schon mal ein guter Hilfspunkt. Also wir können sagen, die eine Lösung plus den Kehrwert der einen Lösung. Okay? Das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Also mit 1 haben wir gesehen, es klappt nicht. Versuchen wir es mal mit 2. 2 plus 1,5 ergibt, wenn man die Brüche auf einen gemeinsamen Nenner bringt, also ich schreibe es mal hier hin, 2 plus 1,5 gemeinsamer Nenner heißt 2 mal 2 geteilt durch 2 plus 1,5 ist gleich 5 halbe. Also minus 5 halbe, das kommt nicht hin. Versuchen wir das Ganze mal mit 3 plus 1 Drittel ist gleich, jetzt erweitert, 3 mal 3 geteilt durch 3. Also wir erweitern diese Zahl hier mit 3 und stellen uns dabei vor, dass hätte hier eine 1 im Nenner stehen, plus 1 Drittel. Dann haben wir 10 Drittel. Okay? Jetzt ist aber das Gute, wir haben jetzt hier genau ein Pärchen gefunden, was es löst. Also 3 und 1 Drittel. 3 mal 1 Drittel ergibt 1 und 3 plus 1 Drittel ergibt 10 Drittel und natürlich das negative Vorzeichen hier vorne dran. Wenn wir jetzt die Lösungen hier in die Linearfaktorisierung reinschreiben, haben wir x minus 3, Klammer zu, x minus 1 Drittel, Klammer zu. Dieses 1 ist wieder dieser quadratische Faktor. Also ich habe das macht nicht viel Sinn, das irgendwie wegzulassen. Schreibt es immer für euch sicherheitshalber hin. Wenn ihr das jetzt wieder ausprobiert, 3 minus 3 ergibt 0 und 1 Drittel minus 1 Drittel ergibt auch 0. Wenn ihr das Ganze ausmultipliziert, habt ihr x² minus 10 Drittel x plus 1. Okay? Also stimmt schon mal. Jetzt haben wir gesehen, okay, wir konnten auch sogar mit Brüchen lösen, aber ihr seht, das wird immer schwieriger, okay, also das war jetzt nicht einfach da drauf zu kommen, das war auch ein Beispiel, das ich selber konstruiert habe für euch, dass ihr seht, dass man irgendwo auch an die Grenzen kommt. Man hätte sich natürlich hier eine Menge Zeit sparen können, indem man die allgemeine Lösungsformel einfach verwendet hätte. Schauen wir uns mal ein Beispiel an, was man eigentlich gar nicht hätte erraten können. Wir schauen uns das mal hier an. x² minus 2x minus 1 ist gleich 0. Also schaut eigentlich recht gemütlich aus. Die minus 2 ist gleich die Minus, also Minus die Summe der Lösungen und die minus 1 ist gleich das Produkt der Lösungen. Okay, jetzt haben wir vorhin gesagt, okay, wenn wir sowas haben, wir teilen einfach durch x, dann haben wir das geteilt durch x, sollte, also sozusagen der Kehrwert, aber jetzt mit einem negativen Vorzeichen. Das klappt hier leider nicht so gut, weil wir keine Brüche hier als Lösung haben, sondern ich zeige euch mal direkt die Lösung. Das ist 1 plus Wurzel 2 und 1 minus Wurzel 2. Wenn ihr das da hier einsetzt, also hier sieht man es schnell, also 1 plus Wurzel 2 und wir addieren dann die zweite Lösung. Wir addieren also eine 1 dazu und die Wurzeln, die heben sich auf. Das heißt also, wir kriegen nur noch 2. Und wenn wir
Also die minus 2 ist gleich, minus 2 würde erfüllt sein. Und die untere Gleichung, wenn ihr das anschaut und das, dann ist es die dritte binomische Formel. Also 1 plus Wurzel 2 mal 1 minus Wurzel 2. Mit der dritten binomischen Formel würde dann heißen 1 ins Quadrat minus Wurzel 2 ins Quadrat. Aber das ist 1 minus 2, also minus 1. Das wäre zum Beispiel eine Lösung. Und dann schreibt ihr wieder 1 mal x minus 1 plus Wurzel 2, hier wichtig die Klammern hinzuschreiben, mal x minus, wieder Klammer auf, 1 minus Wurzel 2, Klammer zu. Und das sollte gleich x Quadrat minus 2x minus 1 sein. Okay, jetzt ich wollte dieses Video nicht beenden mit so einer ganz schlechten Lösung, die wir nicht finden können, sondern wir schauen uns noch mal ein letztes Beispiel an, und zwar dieses hier. Wir haben 2x Quadrat minus 8x plus 8 ist gleich 0. Wir teilen zuerst durch 2, wir wollen das nämlich normalisieren. Also das könnt ihr eigentlich immer bei jeder quadratischen Gleichung erstmal durch dieses a hier teilen. Wenn es einfach was Schönes rauskommt, okay? Dann dabei wichtig ist aber, dass wir das uns einfach mal merken, dass es a gleich 2 war. Das müssen wir nämlich dann in dieser Faktorzerlegung hier vorne ran schreiben, okay? Jetzt haben wir x Quadrat minus 4x plus 4 ist gleich 0. Wir bemerken wieder, dass dieser Koeffizient, diese minus 4 gleich minus die Summe der Lösungen ist. Und dieses hier ist das Produkt der Lösungen. Okay? Jetzt schauen wir uns hier mal wieder an. Wir haben hier 4, ist das Produkt von zwei Zahlen. Wir könnten das sagen, das ist plus minus 4 mal plus minus 1 oder plus minus 2 mal plus minus 2. Und jetzt könnt ihr das natürlich wild durchprobieren, aber ihr seht hier, dass es mit plus 4 plus 1 nicht klappt, weil wir haben dann hier 5 und minus 4 und minus 1 klappt auch nicht. Dann haben wir wieder minus minus 5. Das ergibt uns wieder ein Problem hier auf der Seite. Aber mit den Zweierlösungen kommen wir schon näher ran, und zwar mit plus 2 plus 2. Jetzt haben wir plus 2 ist so ein Fall, wo beide Lösungen gleich sind, okay? Also wir haben 2 plus 2, 4 minus 4 und 2 mal 2 ist auch 4. Also wir haben eine Lösung gefunden. Jetzt haben wir sozusagen da stehen, x1 ist gleich 2, aber x2 ist auch gleich 2. Jetzt neigen manchmal Schüler dazu, jetzt einfach zu sagen, hey, wenn beide Lösungen gleich sind, habe ich ja eigentlich nur eine Lösung. Das ist eigentlich schon richtig, aber teilweise auch nicht so richtig, denn wenn man das jetzt als Produkt schreibt, ist es wichtig, dass man beide nimmt, okay? Dass man 2 mal, also das 2 ist der quadratische Koeffizient, 2 mal x minus 2 mal 2 minus 2, Klammer zu, ist gleich das hier. Also wichtig, wir haben hier zwei Lösungen, aber die sind glücklicherweise, besser gesagt nicht glücklicherweise, sondern hier komischerweise gleich. Okay, das war es auch schon wieder. Ich bringe mal alles wieder ich fasse mal wieder alles zusammen. Also das, wie man hier vorgeht, ist im Grundsätzlichen immer, ihr schaut euch den Koeffizienten des linearen Terms an. Das muss minus der Lösung, die Summe der Lösungen sein, und der konstante Term muss gleich sein dem Produkt der Lösungen. Wichtig ist dann natürlich diese Technik, die wir angewendet haben. Wir haben erstmal angenommen, dass beide Lösungen ganzzahlig sind, und haben dann einfach mal dieses 4 als Produkt von Zahlen geschrieben und geschaut, welches Pärchen dann löst. Also man kriegt dann meistens ist es nicht nur eine Lösung, sondern ganz viele, und diese muss man dann reinsetzen und überprüfen, ob es sozusagen lösbar ist. Und wenn man es dann hat, dann kann man die Gleichungen so rumschreiben. Also wir haben die Lösungen, die wir normalerweise nur über die quadratische Lösungsformel gemacht haben, hier ganz schnell durch Raten gemacht. Okay? Das war es dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Es hat euch ein bisschen wieder was gebracht, dass ihr ein bisschen verstanden habt, wie man was macht. Den Satz des Vieta, den man vielleicht häufig in der Schule nur so ganz flüchtig macht, den als wirklich nützliches Hilfsmittel zu sehen, ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt dieses Videos. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und schaltet einfach wieder ein, wenn ich ein neues Video habe, okay? Macht's gut, ciao!